Stefan, ich freue mich sehr, dass du ins Museum Angewandte Kunst gekommen bist. Du bist nicht nur mein Vorgänger, der die Abteilung bis 2001 geleitet hat, sondern auch die Ausstellung Text und Spirit basiert auf deinen Ergebnissen und auf deiner Auseinandersetzung mit illuminierten Handschriften. Und dazu meine Frage: Was ist das Besondere an der Linell-Sammlung des Museum Angewandte Kunst? Zuerst möchte ich sagen, dass ich mich auch freue, hier zu sein und einen besonderen Reiz darin empfinde, an diesem Projekt noch einmal wieder ankommen zu dürfen, das ja zu meinen allerersten Projekten hier im Museum als Kurator der Sammlung gehört hat. Und wenn ich mir in Erinnerung rufe, versuche das in Erinnerung zu rufen, dann war ich alles andere als gesettelt und sicher in diesem Metier, als ich das behandelt habe. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es mir ziemlich selbstverständlich war, dieses Arrangement zu treffen, die Bücher nicht eben nach ihrem Herkunftsort oder ihrer Zeitgegebenheit zu sortieren, was ja eine gute Möglichkeit gewesen wäre, weil die nicht sehr vielen Exemplare, Stundenbücher, gleichwohl die Kerngebiete des Schaffens von Stundenbüchern ja abdecken, also Frankreich, Burgund, die Niederlande und Italien. Und insofern hätte man dieser Struktur ja folgen können, wie du sagst, kunsthistorisch. Aber es war mir ziemlich schnell klar, dass ich versuchen möchte, den Besucher der Ausstellung zu einem Begleiter des Betenden zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben, sozusagen durch dieses Stundenbuch in seiner funktionalen Abfolge durchzuwandern. Also etwas übertrieben gesagt, ihn wie ein Mönch oder durch einen Kreuzgang betend zu schicken. Sag, woher hattest du die Kenntnis über die religiöse Praxis? Das finde ich super interessant, dass du mich das fragst, weil das mich in meiner selbstverständlichsten Selbstverständlichkeit sozusagen abholt. Ich würde sagen, die Stadt Köln ist ein ganz gutes Milieu dafür. Und wenn man in so einer Familie groß wird, in der die Mutter Katholik, der Vater evangelisch ist und dann eben eine sehr liberale, aber intensive Umgehensweise mit dem Kirchgang der Kirche, den sozialen Implikationen, den religiösen Implikationen, insbesondere den kulturellen Implikationen, dass sich alles so mischt in einen Lebensalltag, in dem der sonntägliche Kirchgang dazugehörte, das Messdienerdasein dazugehörte und aber natürlich auch der regelmäßige Besuch des Wallraf-Richartz-Museums, des Schnütgen-Museums. Du warst eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich in dieser Materie drin. In einer sehr, sehr wichtigen Weise, auch selbstverständlich, nicht im Sinne von das jetzt irgendwie besonders zelebrieren müssen, sondern im Gegenteil, die Dinge einfach auch als Wissensstoff, als kulturellen Hintergrund aufnehmen, wahrnehmen, stückweise lernen. Also insofern ein, nicht irgendwie besonders speziell zu trainierender Umgang, um dann eben auf diese Stücke zuzukommen. Wie ist das Verhältnis der illuminierten Handschriften zu der übrigen Linell-Sammlung? Das ist eine ganz schöne Gegebenheit dieser Sammlung, dass sie ja von zwei Brüdern zusammengetragen worden ist unter der Maßgabe, was uns gefällt. Und sie haben dabei intuitiv, möchte ich fast meinen, auf speziell auch solche Bücher zugegriffen, die nicht die Großfolianten sind, sondern die intimeren Bücher dessen sind, der sie für sich einzeln wahrnimmt. Und das verbindet die Stundenbücher mit den Stammbüchern, mit den Künstlerbüchern, dass sie eine ganz eigene, rare Intimität mit sich bringen, von der Machart her, von ihrer Funktionsweise her und von ihrem Format her. Ja, sie sind keine unbedingt großen Bücher, aber großartig in ihrer Kleinheit. Und das ist eines der ganz besonderen Dinge, die mich so an Buchkunst in jeder Hinsicht reizen,
dass sie uns nochmal verschärft klar macht, dass wir über das Buch eine Art Membran haben, die Dinge des Großen im Kleinen ins Große hinein zu affirmieren, zu denken, aber auch zu empfinden. Es gibt viele Kinderbücher, die in diese Richtung weisen, aber umso eher du dein Gebetbuch, dein Stammbuch, dein Künstlerbuch, da sind ja auch Unikatbücher dabei, für dich entdeckst, umso eher bist du in der Lage, das Buch zu begreifen als eine ganz qualifizierte Möglichkeit, dich in die Welt sozusagen zu beamen und die Welt in dich hinein zu beamen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was eine große Qualität in dieser Sammlung ist, dass du diese Erfahrung mit diesen Büchern machen kannst, auf einem sehr hohen buchkünstlerischen Niveau. Das ist interessant, dass alle Buchgattungen, die du nennst, nicht massenhafte Druckerzeugnisse sind, sondern vor allem Unikate, die aus Handschriften bestehen. Ich möchte gerne anknüpfen an deiner Bemerkung zum Handschriftlichen dieser Bücher, das ja tatsächlich ganz wichtig ist für Stundenbuch, Stammbuch, auch manche der Künstlerbücher, der Ornamentgrafik. Alles das kommt in dem Buch vor. Und deswegen war es ein Anliegen, Handschrift hier außen gleich auftreten zu lassen, aber in einer sehr unerwarteten, nonchalanten Art und Weise. Und es ging eben darum, die ganz spezifische, qualitätvolle Handschrift uns eben sozusagen zu übertragen in eine ganz allerwelts Form der Handschrift, bis hin dazu, dass sie sich aber in Zeichenhaftigkeit auflöst, was auch in der mittelalterlichen Handschrift sehr vorkommt. Zum Thema des besonderen Buches LB 41, ein Stundenbuch aus dem späten 15. Jahrhundert, das nun nicht handgeschrieben ist, sondern gedruckt ist im Zuge der Buchdruckzeit, die seit 1450 angefangen hat. Offensichtlich darauf angelegt, das Stundenbuch auch ein bisschen weiter in die gesellschaftlichen Kreise hineinzubringen. Und hier ausgesucht aber speziell die erste Illustration in diesem Buch, der Homo signorum oder Homo zodiacus, in dem ein Mensch aufgeschnitten dargestellt wird mit seinen inneren Organen. Und jedes dieser Organe ist einem Planeten aus dem Sonnensystem zugeordnet, 7 an der Zahl, Sonne, Mond, Jupiter, Saturn, Mars, Venus. Und so soll deutlich gemacht werden, dass dieses intime Beten des Einzelnen aufgehoben ist in dem Großen und Ganzen der Schöpfung, er sich also eingebettet finden kann in immer der umrundenden Großform der sonnensystembedingten Natur. Es sind dann die Temperamente mit eingebracht und es wird erklärt, wie der Mond in verschiedenen Stellungen in den Sternbildern Einfluss nimmt auf mein Befinden und auf die verschiedenen Temperamente des Cholerikers, Sanguinikers, Melancholikers und so fort. Und insofern finde ich das ganz wichtig, dass diese Miniatur hier vorne vorkommt. Ergänzt um die Figur des Narren, denn das Narrenschiff war ungefähr in der Zeit, Sebastian Brants berühmtes Narrenschiff, entstanden, um dem Menschen klarzumachen, über die Figur des Narren haben wir eine gute Gelegenheit zu hinterfragen, was sind denn die Wahrheiten und die Wirklichkeiten, mit denen wir operieren. Und im Kleinen des nicht richtig Wahrnehmenden, des Narren, eröffnet sich umso mehr die große Wirklichkeit und Wahrheit, die in dem gesamten dieses Kosmos, des realen Kosmos und seiner mikrokosmischen Fassung in diesem Stundenbuch vorkommt. Der Kalender ist ein ganz wichtiges Element in einem Stundenbuch. Er trägt den Beter sozusagen, die Betende sozusagen durch die Jahreszeiten hindurch, sodass er allzeitlich eben im Gebet gebunden ist. Die
Heiligen sind aufgeführt zu den entsprechenden Tagen. Und so gehört der Kalender nach diesem Einführungsbild des Menschen im Kosmos, in den Planeten, als ein weiteres auf die Erdzeit bezogenes Element, ihn eben einzubetten in das Lebensdasein, das er führt. Und dann kommen die einzelnen Gebetsteile, die einzelnen Textteile, die dann anschließen. Die Sammlung umfasst 15 Stundenbücher insgesamt, so ungefähr. Das Bemerkenswerte ist, dass die Bücher richtig repräsentativ sind für das Spektrum der regionalen Vorkommen, des zeitlichen Vorkommens von Stundenbüchern und auch des qualitativen Niveaus. Also das heißt, sie sind nicht alle gleich, sondern es gibt dort Spitzenstücke und nicht ganz so hervorragend ausgeführte Werke. Das hängt auch an den Herkunftsorten zusammen, weil eben in Frankreich am Königshof von Jean Baudichon anders gearbeitet wurde als in einem kleineren Atelier in den Niederlanden, wo eine sehr viel lokalere Bedeutung der Malerei zu beobachten ist. Und so finde ich das so wunderbar, dass in dieser Sammlung im Kleinen das große Spektrum des Stundenbuchs wirklich repräsentiert wird. Stefan, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich.